Hallo, mein Name ist Dr. Florian Sölter. Ich bin Athletiktrainer der MT Melsung, einem Erstliga-Handballverein in Deutschland. Und wir nutzen seit 2 Monaten das Kinexon Perform IMU-System, um unser subjektives Load Monitoring weiter zu objektivieren und zu präzisieren. Ausschlaggebende Gründe, das Kinexon Perform IMU-System in unser Trainingsalltag zu integrieren, war zum einen, die Spieleraktivität schneller und präziser verfolgen zu können und zeitgleich das Trainingspensum der Spieler nachvollziehen zu können und zu objektivieren. Denn für uns war es wichtig, das subjektive Load Monitoring zu objektivieren und das anhand präziser Leistungsdaten, die wir dann ins Training integrieren können. Dabei hilft uns das Kinexon Perform IMU-System, weil wir das System sowohl in der Trainingsvor- und Nachbereitung, aber auch während der verschiedenen Trainingseinheiten nutzen können, um dann direkt in der Einheit auf die Belastung zu reagieren. Das Kinexon Perform IMU-System hilft uns bei verschiedenen Herausforderungen. Denn zum einen wollen wir das subjektive Load Monitoring objektivieren, das heißt, wir wollen die Trainingssteuerung weiter überwachen und präzisieren, aber darüber hinaus hilft es uns auch bei der Leistungsoptimierung sowie bei der verletzungsbedingten Überbelastung. Das heißt, bei der Leistungsoptimierung können wir bei den Athleten individuell ansetzen und während des Trainings schon entscheiden, ob ein Spieler mehr leisten muss, um auf sein Trainingspensum zu kommen, oder vielleicht, dass sein Trainingspensum ein bisschen reduziert wird, weil er in den vergangenen Einheiten schon ordentlich trainiert hat. Im Rahmen der verletzungsbedingten Prävention ist es so, dass wir anhand der Leistungsdaten sehr genau sehen, wann ein Spieler an seine Leistungsgrenze kommt und wann wir diese regulieren bzw. optimieren müssen. Das heißt, neben diesen beiden Faktoren bietet uns das Kinexon Perform IMU-System eine große Bandbreite, wie wir es nutzen können. Denn darüber hinaus nutzen wir es auch für den Return-to-Competition-Prozess. Mal angenommen, ein Spieler ist verletzt und soll wieder ans Training herangeführt werden, können wir über verschiedene Benchmarks, die ein Spieler in den verschiedenen Trainingseinheiten zuvor schon erreicht hat, sehen, ob er in der Lage ist, diese wieder zu erreichen, um ihn so sukzessive ans Training heranzuführen. Ein großer Vorteil vom Kinexon Perform IMU-System ist, dass es örtlich unabhängig ist. Bei uns ist halt immer ein bisschen das Problem, dass wir keine eigene Trainingshalle haben und deswegen an verschiedenen Trainingsstätten und verschiedenen Trainingsorten trainieren. Das Kinexon Perform IMU-System hilft uns insoweit, dass das System komplett unabhängig und flexibel ist. Das heißt, es ist mobil einsetzbar und ich kann es an jedem Trainingsort unabhängig von den Gegebenheiten verwenden. Denn es braucht weder das hauseigene WLAN noch andere Systeme, um im Endeffekt die Daten oder die Datenaufbereitung nachvollziehen zu können. Andere Systeme, die vergleichbar sind, haben häufig das Problem, dass sie an Orten, die überdacht sind, an ihre Leistungsgrenze stoßen und dort dann die Datenaufnahme unterbrochen wird und kein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist. Genau, Ableitung für die Trainingspraxis ist, wie gesagt, neben der Leistungsoptimierung und der verletzungsbedingten Überbelastung auch die Vor- und Nachbereitung der verschiedenen Trainingseinheiten. Denn nach einer Trainingseinheit gucke ich sehr genau, welche Parameter wurden aufgenommen, also einmal die Laufdistanz, die Laufgeschwindigkeit, wie viele Sprünge wurden gemacht, wie viel Richtungswechsel hat ein Spieler absolviert. Und anhand dieser Daten gucke ich, wie ist sein Leistungsvermögen im Vergleich der letzten 4 Wochen, was er geleistet hat, im Vergleich zur aktuellen Trainingseinheit. Mittels des Systems können wir sehr genau abschätzen, ob der Spieler aufgrund seiner akuten Belastung im Vergleich zur chronischen Belastung der letzten 4 Wochen mit einer Vorermüdung in einen Wettkampf reingeht, was wir natürlich vermeiden wollen, oder ob er möglichst frisch in einen Wettkampf reingeht, um seine bestmögliche Leistung abzuliefern. Jetzt möchte ich euch noch ein Beispiel aus der Software zeigen, von der Datenauswertung von Kinexon. Dazu bin ich jetzt aktuell im Statistikbereich, wo mir die letzte Einheit angezeigt wird, die wir aufgenommen haben. Mit dem Develop-Bereich haben wir die Möglichkeit, uns die Einheiten über einen flexiblen Zeitraum anzugucken. Und hier wähle ich mir jetzt für das heutige Beispiel einen Zeitraum von 4 Wochen. Das heißt vom 16. Oktober bis dann schließlich zum 15. November, dass mir die Einheiten der letzten 4 Wochen im Detail angezeigt werden. Dazu wähle ich mir jetzt einen Spieler aus und sehe im ersten Abschnitt einmal die akute zur chronischen Belastung des Spielers, aufgeführt über ein Liniendiagramm, welches mir anzeigt, wie belastet, also wie hoch der Trainingsload der letzten 4 Wochen
zur akuten Belastung ist. Und hier schaue ich mir an, ob ein Spieler in den gelben oder roten Bereich kommt, ob er gegebenenfalls reduziert werden muss von der Trainingsbelastung oder ob der Spieler vielleicht jetzt in den blauen Bereich fällt und dementsprechend ein bisschen mehr trainieren muss, dass wir konstant nahezu im grünen Bereich sind. Im zweiten Teil schaue ich mir dann an, wie die einzelnen Metriken in der jeweiligen Trainingseinheit aussahen, der letzten 4 Wochen, für den Zeitraum, den ich mir ausgewählt habe. Hier habe ich einmal die Distanz, die Acceleration Load von Highspeed-Läufen, dann die akkumulierte Acceleration Load bis hin zu den verschiedenen Orientierungswechseln und den Sprüngen. Hier ist für mich interessant, ausgehend vom Spieltag, also vom Matchday, wie viele Tage wir vom Matchday entfernt sind. Also +1, +2 sind die Tage nach einem Matchday oder -1, -2 im Vorfeld zu einem Spieltag. Und hier ist für mich entscheidend, dass gerade im Vorfeld von einem Spieltag der Einfluss der Einheiten, also die Distanz, die gelaufen wurde oder auch die Orientierungswechsel, einen positiven Einfluss haben, hier in grün dargestellt, oder gegebenenfalls einen negativen Einfluss haben, damit wir dann nochmal darauf reagieren können und den Spieler im jeweiligen Training, im Nachfolgetraining entlasten oder gegebenenfalls sogar ganz reduzieren. Also hier ist ja die Idee, dass wir möglichst frühzeitig die Belastung regulieren. Darüber hinaus schaue ich mir noch die akkumulierte Acceleration Load an. Und zwar einmal im zeitlichen Verlauf, nochmal im Detail, also wie hoch die jeweilige Belastung vom Spieler war. Und dazu auch nochmal die Standardabweichung, weil hier möchte ich im Endeffekt die Belastung immer nahezu konstant haben und möchte nicht die Belastung zu gering abfallen lassen oder zu stark ansteigen lassen, sodass wir immer in der Range, also in der Bandbreite von, sagen wir mal, 1,5 der Standardabweichung sind, dass die Belastung für den Spieler immer verträglich ist und wir nicht in die Gefahr laufen, in ein Übertraining zu kommen oder der Spieler vielleicht Belastungseinbußen bekommt, dadurch, dass er zu wenig trainiert hat. Weiter nutze ich diesen Chart auch für die direkte Trainingspraxis, da mir die akkumulierte Beschleunigungslast auch als Live-Metrik in den jeweiligen Einheiten angezeigt werden kann. Und über den gleitenden Mittelwert, der mir in diesem Chart als Linie dargestellt wird, weiß ich im Schnitt, wie viel der Spieler in der Lage ist zu leisten, ohne dass wir Gefahr laufen, in ein Übertraining oder in ein Untertraining zu kommen. Das heißt, ausgehend vom gleitenden Mittelwert, der mir hier angezeigt wird, kann ich Ziele in der jeweiligen Trainingseinheit definieren, die mir dann über die Live-Metrik angezeigt werden und ich weiß, wann der Spieler sein Ziel erreicht hat oder wie viel er noch machen muss, um sein Ziel zu erreichen, um dann bestmöglich auf den jeweiligen Spieltag vorbereitet zu sein.